Ja, moin, mein Name ist Julian Stegemann. Wir häckseln hier heute unseren Kuhmais und ja, leider durch die diesjährige Trockenheit haben wir auch deutlich weniger Ertrag. Wir konnten zwar einiges beregnen, was uns auch weitergeholfen hat. Wie man aber hier noch deutlich sehen kann, im oberen Teil der Miete ist er grüner von der beregneten Fläche. Unten, wir kamen da nicht hinterher mit dem Beregnen, sieht man hier auch ganz deutlich. Wenn man sich das so anguckt, wir versuchen jeweils die passende Mitte zu finden. Deswegen haben wir unten den trockenen Mais reingemacht. Oben machen wir jetzt den feuchteren Mais drauf, der sich besser verdichten lässt. Oben machen wir jetzt den feuchteren Mais drauf, der sich besser verdichten lässt. Hierzu haben wir uns noch eine Silowalze ausgeliehen, die es deutlich vereinfacht, das Festwalzen, und mit der man auch die Kanten besser festkriegt. Wenn man hier schön gucken kann, die Kanten sind recht fest. Das kriegen wir mit dem Trecker so nicht hin, weil wir ohne Seitenbenehmen leider das Silo haben.
ein bisschen. Was ist denn nämlich da schon Zeit? Ja, schönen guten Morgen. Wir sind heute am Mais-Häckseln für unsere Milchkühe. Heute den zweiten Tag jetzt, zweiter und letzter Tag auch. Maisernte ist dies Jahr nicht ganz so vielversprechend wie sonst die Jahre halt ist. Die Erträge lassen zu wünschen übrig. Aber ja, für unsere Milchkühe sollte das wohl reichen. Lächeln und winken, Marco. Zur Erntetechnik, der Feldhäcksler kommt vom Lohnunternehmen Meyer aus Bösel. Mit denen arbeiten wir schon jahrelang zusammen, sind auch sehr zufrieden. Ein Abfahrgespann kommt noch von Marco. Wir fahren selber mit 2 Gespannen ab. So schaffen wir das eigentlich ganz gut weg. Zum Feldhäcksler ist jetzt ein 10-Reiher John Deere. Ja, das passt zu unserem Mietenkonzept ganz gut, dass nicht zu viel Menge ankommt. Wir kriegen zwar gut verdichtet an der Miete oder auf der Miete. Das passt schon sehr gut.